Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Achim Ferrandina. Die zweite Episode ist nach wie vor über die Römer, und zwar die Römer der Antike, die hier in Wien ein Lager haben oder Lager hatten eigentlich. Das haben sie ja nicht mehr, natürlich. Es gibt die Römer in dem Sinne nicht mehr. Dieses Lager hieß Vindobona und aus diesem Grund gehen wir hier vorbei an diesen Bauten. Genau hier waren die Mauern des Lagers Vindobona. Also hier waren die römischen Soldaten und hier an eurer rechten Seite gab es das Castrum, eine Ansiedlung von Menschen, die den Römern ihre Dienste angeboten haben. Die zweite Episode ist über die römische Kultur, über die Kunst, über die Musik und die Bräuche in der Zeit der Römer. Betreffend der Kunst, sprich bildende Kunst könnte man sagen, sprich Gemälde und so weiter hat es in dem Sinne nicht gegeben. Die Römer hatten zum Beispiel Wandmalereien und auch Mosaiken. Zum Beispiel, was das betrifft. Mosaiken sind Bilder, die zusammengesetzt werden aus bunten Steinen, die eben auseinander geschnitten werden und dann zu einem Bild zusammengesetzt werden. Aus diesem Grund sind diese Mosaiken sehr haltbar und sind bis zur heutigen Zeit zu uns gekommen, sprich in Rom oder in anderen Orten, wo die Römer eben diese Mosaiken hatten, können wir heute noch diese Mosaiken aus der Zeit der Römer sehen. Und ansonsten haben sie auch noch Wandmalereien gehabt. Die römische Zivilisation war eine sehr hochentwickelte Zivilisation. Sie hatten beheizte Räume, beheizte Böden sogar, beheizte Bäder. Dazu nutzten sie eine Technik, die sich Hippocaustum nennt. Unter dem Boden waren so Hohlräume, unter denen eben heiße Luft strömte, das sogenannte Hippocaustum. Sie hatten schon gepflasterte Straßen und so weiter und so fort. Und genau aus diesem Grund wollten die sogenannten Barbaren, die Römer nannten alle Barbaren, sie wurden eigentlich schon selbst von den Griechen als Barbaren genannt, aber dazu werden wir vielleicht in Zukunft kommen. Jedenfalls die Barbaren wollten gerne ins Römische Reich reinkommen, eben weil das Leben in der Zeit der Römer ein sehr, sehr gutes war. Betreffend der Musik, die Römer benutzten Instrumente und Musik, um sich zu unterhalten und um andere Menschen zu unterhalten. Dazu nutzten sie zum Beispiel Flöten, Wasserorgeln zum Beispiel, Cembalos und Kitaras zum Beispiel. Und diese Instrumente, wenn ihr eine Musik aus dieser Zeit hören wollt, also wie das gewesen sein könnte, kann ich euch die Gruppe Sinaulia empfehlen, die versuchen, Musik aus der Zeit der Römer nachzustellen mit diesen Instrumenten und nicht mit modernen Instrumenten. Ihr findet den Link in der Beschreibung. Betreffend der Götter und andere Bräuche, ihr wisst wahrscheinlich, dass die Römer unterschiedliche Götter hatten, Gott Mars, Venus, Bacchus, der Gott des Weines und so weiter und so fort. Und zu Ehren dieser Götter wurden Tänze veranstaltet von den Bacchanten, wenn sie zu Ehren Bacchus waren, von den Vestalinnen, wenn sie zu Ehren von anderen Göttern waren zum Beispiel. Und da kann ich euch empfehlen, wenn ihr sehen könnt oder wollt, wie das gewesen sein könnte, die Gruppe Danza Antica aus Villa d'Ose, Nähe Venedig in Italien. Die stellen heute nach diese Tänze, mit denen bin ich auch immer wieder unterwegs gewesen und habe auch den Bacchus gemacht. Das heißt, die kann ich euch heiß empfehlen. Ihr findet den Link in der Beschreibung. Also diese Römer haben diese Tänze veranstaltet, um sich bei der Natur zu bedanken, bei der Sonne, beim Mond und so weiter und so fort. Und ich finde das interessant, dass die Römer zum Beispiel sich gegenüber dem Mond dankbar zeigten, obwohl sie gar nicht wussten zum Beispiel, wie wichtig der Mond für das Leben hier ist. Wenn es den Mond nicht gäbe, dann würde die Erde würde nicht so stabil sein und das Leben könnte hier nicht existieren. Sodala, ich hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat. Wenn ja, dann bitte ich euch darum, mir einen schönen Daumen hoch zu hinterlassen. Schreibt mir ruhig auch Kommentare, stellt mir Fragen, ich werde sie beantworten, wenn ich kann. Ich freue mich. Hört euch die Musik von Sinaulia an, schaut euch die Videos von Danza Antica an. Wir sehen uns dann nächste Woche für die dritte Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Danke, habt Spaß im Leben, bleibt gesund. Ciao. Test die 4., Klappe die 12., guten Tag. Nein. Wie nennt sich das in der Kirche, diese, verdammt,
Das fällt sich einfach nicht ein. Bei römischen, wie nennt sich das? Kalt. Wir hatten, grüß Gott, jetzt bin ich durcheinander gekommen.